Ich habe ihr gerade einen Antrag gemacht. Der ist ja noch viel schöner als mein Ehering. Und wann ist es soweit? Ich habe natürlich nicht geantwortet. Manchmal habe ich das Gefühl, dir liegt doch mehr an ihr. Tristan, ich will sie einfach nur nicht zum Feind haben. Das sind nicht meine Entwürfe. Tanja muss sie ausgetauscht haben. Warum sollte ich das tun? Damit du deine Kampagne durchkriegst. 10 Jahre lang warst du tot. Und plötzlich bist du überall. Ich muss Julia um Verzeihung bitten. Warum gibst du es nicht endlich auf, Clarissa? Ich kann dich verstehen, Rebecca. Du bist jung und unerfahren. Du dachtest bestimmt, niemand bemerkt, dass du diese erfolgreichen Entwürfe abkupferst und mir als deine eigenen vorlegst. Aber die sind nicht von mir. Sebastian, bitte, du weißt das doch auch. Vielleicht habe ich dich auch einfach zu sehr unter Druck gesetzt. Ich meine, du wolltest wahrscheinlich nur einen guten Job machen. Familie ist ein Ort der Geborgenheit und des Vertrauens. Bis wir irgendwann feststellen müssen, dass hier mit genauso harten Bandagen gekämpft wird wie überall auf der Welt. Kann es sein, dass du einfach nur versuchst, von deiner ungewöhnlichen Werbekampagne abzulenken? Sie will mit allen Mitteln diese Kampagne durchsetzen. Aber ihr dürft das nicht zulassen. Aber bitte, Herr Brandner ist doch dein Freund und das hier sind seine Kinder. Deren Schicksal bereits Kern einer Werbekampagne war. Angeregt von der eigenen Mutter. Mensch, die Idee war ein Renner. So macht man Punkte. Noch Fragen? Das war reiner Zufall. Revanche, Padre? Ne? Nee, die Predigt ruft. Sie wollen sich doch nur drücken. Kann ich gar nicht hören. Haselfuß. Ich glaube, du bekommst Besuch, ne? Timo, bitte, ich will doch nur mit dir reden. Ich habe dich gestern in der Stadt gesehen. Spionierst du mir nach? Ja, und ich will wissen, wer diese Frau ist. Diebstahl geistigen Eigentums. Eigentlich müsste ich dich anzeigen. Immerhin geht's um den guten Ruf von Linie Clarisse. Drehst du jetzt völlig durch? Und hier sitzt ihr alle nur rum, während sie mir nachsagt, ich würde klauen? Komm schon, Becky, ist doch nicht das erste Mal. Wir unterbrechen die Sitzung. Becky, Sebastian, ich möchte unter 4 Augen sprechen. Jeder Verrat tut weh. Aber am schlimmsten wiegt er, wenn er aus der eigenen Familie kommt. Ich will doch nur wissen, wer dir 6.000 € borgen will. Du kannst dich abbringen, sie konnte mir das Geld doch nicht geben. Damit hat sich die Flugschule erledigt. Jedenfalls der Lehrgang in diesem Jahr. Wir werden sehen. Erstmal erzählst du mir jetzt alles. Hast du deiner Mutter etwa alles erzählt? Meine Mutter ist ein spezielles Kapitel. Ja, meine auch. Na, dann weißt du auch, dass du mich nicht so schnell los wirst. Okay. Sie heißt Veronika Schwarz. Und wo hast du sie kennengelernt? Emilio, komm, bist du da drüben angewachsen oder was? Spiel mit. Was hat die Polizei denn jetzt gesagt? Kim gilt jetzt offiziell als vermisst, weil wir schon mehrere Tage nichts von ihr gehört haben. Das hätten wir uns auch sparen können. Die sagen, die meisten Teenager tauchen nach kurzer Zeit wieder auf, weil ihr Verschwinden eine reine Trotzreaktion war. Also für eine reine Trotzreaktion ist sie schon viel zu lange weg. Du, das wird unser Kimi aber ähnlich sehen. Was, ein Kaffee? Mach ich. Ich habe ihr eine SMS geschickt und mich entschuldigt. Ich meine, wenigstens darauf hätte sie sich doch melden können. Du kennst sie doch.
Ja, sie weiß, dass wir uns Sorgen machen. Warum ruft sie nicht wenigstens kurz durch? Es kann 1000 Gründe geben, warum sie sich nicht meldet. Trinkst du Kaffee mit? Ja, klar. Du, sie hat bestimmt nicht auf dem Schirm, dass du dir solche Sorgen machst. Ja, und wenn doch? Wenn sie sich nicht melden kann, weil ihr was zugestoßen ist. Was soll dir denn passiert sein? Bitte, Vicky. Das habe ich dir schon mal gesagt. Keine Nachricht, gute Nachricht. Aber das letzte Mal, als sie weggelaufen ist, da wäre sie fast verbrannt. Wer weiß, was jetzt mit ihr ist. Hat Tanja dich schon so weit in der Hand, dass du für sie deine eigene Schwester hinhängst? Das muss man dir lassen, Tanja. Du weißt, wie man eine Familie aufmischt. Von dir nehme ich es als Kompliment. Gibt es eigentlich irgendetwas, das du nicht tun würdest, um deine Ziele zu erreichen? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Tristan. Und? Wie ist es ausgegangen? Noch wird gepokert. Sebastian, hör auf mit dem Quatsch. Du kennst meine Entwürfe. Sag wenigstens Papa die Wahrheit. Ich will dieses unwürdige Schauspiel so schnell wie möglich beenden. Das ist ganz in meinem Sinn. Offensichtlich hat Tanja vor, ihre zweifelhafte Werbekampagne um jeden Preis durchzuziehen. Die Frage ist, wie wir uns positionieren. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Gremium sich tatsächlich in solche Details der Geschäftsführung einmischen sollte. Wenn ein entsprechender Antrag vorliegt, haben wir sogar die Pflicht. Ich begreife nur nicht, warum Tanja ausgerechnet mit diesem Plagiatsvorwurf gegen Rebecca antritt. Und dass ausgerechnet ich diesen Vorwurf bezeuge. Du lebst mit Tanja zusammen. Ihr bekommt ein Kind. Wo sind meine Entwürfe? Die liegen im Salon auf dem Tisch. Du und ich und Sebastian wissen, dass das nicht meine Entwürfe sind. Du hättest diese Kampagne akzeptieren sollen. Immerhin hättest du sogar dafür deine erste eigene Modelinie entwerfen können. Und zusehen, wie du auf den Gefühlen von anderen Menschen herumtrampelst, nur weil du dir einen Gewinn davon versprichst? Du kennst diese Zwillinge nicht einmal, sie können dir egal sein. Im Gegensatz zu dir habe ich ein Gewissen. Sebastian auch, das weiß ich. Ich habe eigentlich gedacht, dass du mir vertraust. Und jetzt muss ich mich schon wieder rechtfertigen. Ich vertraue dir. Ich will nur die Hintergründe dieses Eklats verstehen. Und zweifelst keine Sekunde an Rebecca. Deine einzige Erklärung bleibt, dass ich für Tanja lüge. Du hast mich doch extra in die Familie zurückgeholt für dieses Gremium. Wir wollten einen Neuanfang machen. Ich hatte mir mehr erhofft als das hier. Meine Stimme hat Rebecca sicher. Sag mal, irre ich mich oder hat Tanja bei der letzten Abstimmung nicht für dein kleines Musical gestimmt? Weil es ein gutes Projekt ist. Diese Zwillingsinzestnummer ist einfach nur geschmacklos. Das sehe ich genauso. Tja, dann. Wir müssen geschlossen gegen Tanja stimmen, dann hat sie keine Chance. Wenn es noch zu einer Abstimmung kommen sollte. Ja, und vorausgesetzt, ihr nennt mir einen guten Grund, warum ich gegen Tanja stimmen sollte. Oder vielleicht doch gegen Rebecca. Er wartet auf dich. Und? Was hat dein Vater so gesagt? Keine Sorge, du kannst mir vertrauen. Nur auf Dauer kann das nicht unsere Methode sein. Ich hoffe, das ist dir klar. Was ist denn nun wirklich passiert? Ich habe nichts geklaut, ehrlich. Ich wollte einfach nur, dass Tanja diese schreckliche Parfümwerbung wieder auskramt. Tanja ist auf der Suche nach dem ganz großen Wurf, mit dem sie ihre marode Firma mit einem Schlag wieder in die Spitze katapultiert. Und ich wollte ihr einen Deal vorschlagen. Du bietest ihr gute Entwürfe und dafür lässt sie die Kampagne fallen. Papa, sie will es sogar noch Inzest nennen. Wie krank ist das denn bitte? Die Sache nimmt dich emotional sehr mit. Dich etwa nicht? Mit so etwas Werbung machen? Ich könnte da niemals zustimmen. Du vielleicht? Ich kann mir vorstellen, dass du unter großem Erfolgsdruck gestanden hast. Du brauchtest brillante Entwürfe, um Tanja von ihrer Idee abzubringen. Meine Entwürfe sind brillant. Aber kann es nicht sein, dass du vielleicht ganz unbewusst dich bei einer anderen Designerin... Jetzt fängst du auch noch damit an. Becky. Ihr könnt mich alle mal... Becky! Ich
Glaubst du, meine Idee ist hiermit gekauft? Sieht ganz so aus, als ob du die Abstimmung erfolgreich verhindert hast. Mit deiner Hilfe. Auch wenn du der armen kleinen Becky dafür das Herz gebrochen hast. Aber ich gebe dir einen guten Rat. Mach das nie wieder. Tanjas Vorschlag müsste doch längst abgeschmettert sein, oder? Diese Kampagne hätte man schon damals verhindern müssen. Es liegt doch auf der Hand. Und wenn Tanja sich diesmal wirklich durchsetzen kann, dann hast du schon recht. Das wird für Arno eine Katastrophe. Überall die Fotos von seinen Kindern. Ständig wird er an ihre tragische Liebe erinnert. Das ist furchtbar. Ja. Wie ist Tanja eigentlich auf diese Geschichte gekommen? Das ist doch alles schon so viele Jahre her. Damals hatte Linie Clarisse damit den absoluten Höhepunkt ihres Erfolges erreicht. Da liegt der Gedanke für Tanja natürlich nahe, das auch zu versuchen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, weshalb Tanja ausgerechnet Linie Clarisse haben musste. Die hat sich natürlich an den profitablen Skandal von Clarissa erinnert. Und erhofft sich jetzt auch den großen Coup. Dabei ist Clarissa von Anstetten doch schon so viele Jahre tot. Na, dann bist du ja auf Mallorca ordentlich gegrillt worden. Und wie? Ist echt super, da du solltest auch mal hinfliegen. Hast du Fotos gemacht? Mädchenkram. Ach komm, Olli, her damit. Okay. Schön. Strand. 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 Hast du immer dieselbe Stelle fotografiert? Ich wollte halt sicher gehen, dass was wird. Ah, hier ist zur Abwechslung mal ein Mensch drauf. Das ist bestimmt Raphael. Nee, ist eine Frau. Ja. So, Raphael. Gibt's da was ich wissen sollte? Gibt's eigentlich was Neues von Philipp? Liegt er immer noch im Koma? Nico ist bei ihm in München. Bei so einer Super-Koma-Tante. Das wird schon wieder alles. Die Ärztin, die ist ziemlich zuversichtlich. Das klingt doch gut. Ich muss dann mal los. Aber echt schön, dass du wieder da bist. Danke. Ciao. Passen Sie doch auf. Das gibt's doch nicht. Ja? Meine Tochter Julia weiß nicht, dass Clarissa noch lebt. Sie denkt, wie du bis eben jetzt, dass ihre Mutter seit über 10 Jahren tot ist. Ich bitte dich, vergiss sofort, wen du hier gesehen hast. Was, wenn Frau Schwarz doch so gewisse Gefälligkeiten von Timo erwartet? Was meinst du? Timo und Frau Schwarz? Das glaube ich nicht. Niemals. Schön, dass wenigstens du darüber lachen kannst. Entschuldige bitte, aber dein Sohn und Frau Schwarz. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Seid doch irgendwann mal fertig mit dem Scheiß? Komm, lass ihn. Irgendwie hat er ja auch recht. Wie kannst du so entspannt sein, wenn irgendwelche Frauen unserem Sohn Geld zustecken? So nicht, aber ich glaube, ihr solltet das unter euch alleine klären. Irgendwie kommt mir der Name so bekannt vor. Ich hab's. Veronika Schwarz war bei dir in Behandlung. Sicher? Ja, das ist die Frau mit dem Schwächeanfall bei uns am Tor. Stimmt. Du knüpfst dir jetzt deinen Sohn vor. Mit mir redet er ja nicht. Muss das sein? Allerdings, ein echtes Vater-Sohn-Gespräch. Mal sehen, was du aus ihm rauskriegst. Du musst rausfinden, was da vor sich geht. Na los. Dass wir aber auch so gar keinen Anhaltspunkt haben. Ich halte das nicht mehr aus.
Was machst du denn da? Wonach sieht's denn aus? Aber da habe ich doch auch überall schon gesucht. Nichts. Ich habe sogar ihr altes Telefonbuch abtelefoniert. Du schnüffelst in Kims Sachen? Habt ihr schon mal was von Privatsphäre gehört? Warte mal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ihr beiden. Das muss jetzt sein. Ja. Okay? Ja. Ein Brief an Rebecca. Liebe Bex, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich fühle mich wie eingesperrt. Lieber hau ich ab. Also vielleicht weiß Rebecca doch mehr, als sie zugeben will. Der statte ich heute noch mal einen Besuch ab. So, ich möchte jetzt zum eigentlichen Grund dieser außerordentlichen Sitzung zurückkehren. Der Werbekampagne für Linie Clarisse. Rebecca ist gegen diese Kampagne, weil ihrer Meinung nach damit die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen verletzt werden. Richtig? Machen wir uns nichts vor. Linie Clarisse ist zurzeit am Boden, aber diese Kampagne hat das Label schon mal an die Spitze katapultiert. Die Chance nutzen wir jetzt noch mal. Der Erfolg wird euch allen zugutekommen. Ja. Eine Stimme dafür, eine dagegen. Ich habe auch noch Helenas Stimme. Sie ist auch da. 2 dagegen. Hagen? Dagegen. Sebastian? Ich bin für die Kampagne. 3 dagegen, 2 dafür. Tristan? Ich bin gegen die Kampagne. Du hast dich schon mal positiv zu der Kampagne geäußert. Das war, bevor du meine kleine Schwester verladen hast. Ansgar, was ist mit deinen Stimmen? Rebecca, ich finde es durchaus lobenswert, dass du versuchst, in der Geschäftswelt mitzuspielen, zumal du gegen Tanja antrittst. Das verdient Anerkennung. Ich gebe dir meine Stimme. Gleichzeitig fühle ich mich aber auch ein wenig Tanja verpflichtet für dieses amüsante Schauspiel. Allein der perfide Plan, die kleine Rebecca mundtot zu machen. Du hast dir meine zweite Stimme redlich verdient. Das wären dann 5 dagegen, aber 3 dafür. Somit bleiben noch meine beiden Stimmen. Ich kann die moralischen Bedenken gegen diese Kampagne durchaus verstehen, aber aus wirtschaftlichen Gründen bin ich für die Kampagne. Tja, dann hätten wir ein Remis. Und meine Stimme als Vorsitzender dieses Gremiums gibt den Ausschlag. Tanja hat die Abstimmung gewonnen. Die Sitzung ist beendet. Was spielst du denn da? Ich fliege. Papa, war ja schon. Deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Weißt ja, wie sie ist. Ja, allerdings. Und das geht mir tierisch auf den Keks. Meine Mutter war früher genauso. Frauen eben. Weißt du, was hilft? Nachsicht. Ganz viel Geduld. Verdammt abgestürzt. Warum vertraut Mama mir eigentlich nicht? Weil du ein unvernünftiger, hormongesteuerter Teenager bist mit nichts als Blödsinn im Kopf. Genauso wie alle Jungs in deinem Alter. Und sind wir mal ehrlich, am liebsten würde sie dich anketten, bis du verheiratet bist. Weißt du warum? Weil sie ein Kontrollfreak ist. Nee, weil sie dich liebt. Darum. Und was ändert sich, wenn ich verheiratet bin? Einiges. Dann will sie deine Frau anketten. Frauen? Frauen. Lust auf ein Bier? Immer. Ach, hier bist du. Du bist enttäuscht, das verstehe ich. Du hast versucht, etwas durchzusetzen. Und
bist gescheitert. Das tut weh. Ich weiß nicht, ob Scheitern in dem Zusammenhang das richtige Wort ist. Verrat scheint mir irgendwie passender. Moralische Kategorien bringen einen im Geschäftsleben nicht weiter. Ja, klar, nur die Kohle zählt. Wie dumm von mir. Weißt du, von Tanja oder Ansgar hätte ich sowas erwartet, aber von dir? Wenn man ein Unternehmen leitet, sind Gefühle ein schlechter Ratgeber. Das wirst du auch noch lernen. Das will ich nicht hoffen. Denn dann könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Sag mir nur eins. Glaubst du wirklich, ich habe diese Entwürfe geklaut? Kreative Arbeiten können sich ähneln. So ist es nun mal. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich weiß nicht, wer von euch recht hat. Ich kann nicht in euch hineingucken. Und es ist auch egal. Nein, ist es nicht. Denn wenn du mir sowas wirklich zutraust, dann habe ich mich gründlich in dir getäuscht. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Wieso? Hast du überhaupt mitbekommen, was da gerade gelaufen ist? Tanja hat unsere Schwester als Diebin abgestempelt, mit deiner Hilfe. Und das Ganze auch noch für eine völlig geschmacksfreie Werbekampagne. Seit wann steht für dich denn die Moral höher als der Gewinn? Am höchsten steht für mich die Familie. Und die hast du gerade verraten. Tanja ist bald meine Familie. Da musste ich ihr doch klar machen, wo ich stehe. Indem du dir von ihr die Eier abschneiden lässt? Was ist eigentlich los mit dir, verdammt nochmal? Ich musste ein Zeichen setzen. Es war ein klarer Deal. Und was ist mit Rebecca? Hast du vielleicht irgendwie mal darüber nachgedacht, wie es ihr dabei geht? Es ging nicht anders, verdammt! Das ist also alles? Tanja muss mir vertrauen. Und das habe ich geschafft. Glaub mir, in unser aller Interesse ist das das Beste. Das Beste wäre gewesen, du hättest Tanja niemals in diese Familie geholt. Verstehst du, er denkt noch nicht mal drüber nach, ob ich vielleicht auch recht haben könnte. Das hat er doch. Und das weißt du auch. Aber mit der blöden Becky kann man es ja machen. Von Geschäften hat sie ja sowieso keine Ahnung und geklaut hat sie ja auch schon mal. So denkt hier niemand. Dein Vater am allerwenigsten. Und warum sagt er mir dann nicht ganz klar, dass er mir vertraut und Tanjas miesen Plan durchschaut hat? Jetzt weiß ich wenigstens, was ich von diesem Gremium zu halten habe. Es geht gar nicht mehr um die Familie und so einen Zusammenhalt oder sowas, sondern nur darum, wer wessen Stimme kriegt, egal wie. Nein, so ist das nicht. Das weiß ich. Ach nein? Und warum stimmen dann alle für Tanjas widerliche Kampagne? Damit die Firma noch mehr Kohle macht? Kostet doch echt zum Kotzen. Comtesse! Rebecca, ich muss Sie unbedingt sprechen. Entschuldigung, aber ich habe das hier in Kims Tagebuch gefunden. Wissen Sie vielleicht doch mehr, als Sie uns sagen wollen? Wo ist Kim? Na dann leg los, frag mich aus. Aber ich kann dir auch nicht sagen, warum Frau Schwarz mir so viel Geld leihen wollte. Vielleicht mag sie dich ja einfach. Na klar mag sie mich. Ich mag sie ja auch. Dos cañas, por favor. Sí, sí. Und wie lange kennt ihr euch schon? Keine Ahnung. Ein paar Tage oder so. Ein paar Tage oder so. Und dann leiht sie dir einfach für nichts Geld. So viel. Was soll denn das jetzt für ein Gespräch werden? Hoffentlich ein ehrliches. Naja, deine Mutter macht sich Sorgen, dass du dich von Frau Schwarz für gewisse Gefälligkeiten bezahlen lassen könntest. Was? Als Callboy? Oder so. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Naja. Wir leben in einem Urlaubsparadies. Du bist ein gut aussehendes, charmantes Kerlchen. Frau Schwarz könnte meine Oma sein. Du kannst Mama beruhigen. Wenn ich mich mit Frauen einlasse, dann sind die nicht älter als 25. 35. 25? Du bist auch älter, ne? Was? Gracias. Ja. Hallo.
Salud, Amor y Dinero. Liebe und Geld. Deiner Mutter ist eingefallen, dass wir Frau Schwarz sogar kennen. Sie war mal meine Patientin. Ich kenne auch jemanden, der Frau Schwarz kennt. Wen denn? Opa. Tut mir leid, diesen Brief habe ich noch nie gesehen. Kim war für ein paar Tage bei ihrer Freundin. Aber da ist sie nicht mehr und wir wissen überhaupt nicht, wo sie steckt. Wie, Kim ist immer noch nicht wieder zurück? Ja, sie ist schon seit Tagen verschwunden und wir haben nicht die leiseste Ahnung, wo sie sein könnte. Sie müssen doch was wissen. Ich meine, Sie sind doch eine gute Freundin von ihr. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, nach der Sache mit dem Internat war sie schon ziemlich sauer. Ja, ich weiß, dass ich überreagiert habe. Aber das ist doch noch lange kein Grund, einfach so abzuhauen. Rebecca, vielleicht hat sie dir von einer anderen Freundin erzählt, die ihr sehr nahe steht. Sie hat nur gesagt, wie satt sie es hat, dass ständig andere über sie bestimmen wollen. Sie hat sich Ihnen doch immer anvertraut. Wie oft denn noch? Ich weiß nichts. Aber das letzte Mal, als sie abhauen wollte, da haben Sie ja auch geholfen. Und da wäre sie beinahe verbrannt. Ich habe keine Ahnung, wo Kim ist, okay? Wissen Sie was, glauben Sie mir oder auch nicht? Ich glaube mir sowieso keiner mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Frau Wolf, bleiben Sie ganz ruhig. Wir werden jetzt gemeinsam überlegen, wie wir Ihre Tochter wiederfinden. Die Erdnussbutter ist ganz unten. Rebecca, können wir reden? Für dich ist selbst die Sahne zu schade. Sagt dir das Modelabel Sargetti was? Ich habe doch geschäftliche Kontakte in Norditalien. Da habe ich zufällig erfahren, dass Sargetti nach Deutschland expandieren will. Die suchen einen neuen Chefdesigner. Soll das jetzt der Trostpreis sein? Dafür, dass ihr mich verarscht habt, Tanja und du? Becky, jetzt sieh's doch mal so. Du könntest von Düsseldorf aus arbeiten. Und du müsstest dich nicht mehr mit Tanja herumplagen. Ich werde dir ganz bestimmt nicht dabei helfen, ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Rebecca, das wäre eine Riesenchance. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Interesse an einer Designerin haben, die Entwürfe kopiert. Rebecca macht ja im Moment auch eine schwierige Zeit durch. Danke. Sie kommt wieder zurück, Frau Wolf, ganz sicher. Ihr Familienzusammenhalt, der ist doch stabil. Und sie fühlt sich doch wohl zu Hause, oder? Ja, das dachte ich bis jetzt eigentlich auch. Aber seit wir nach Düsseldorf gekommen sind, hat sich das irgendwie verändert. Im Grunde, seit sie Ansgar von Lahnstein begegnet ist. Ansgar? Bleibt seinem Ruf wieder mal treu. Aber er kann doch ganz charmant sein. Seit er sie aus der brennenden Hütte gerettet hat, ist sie vernarrt in ihn. Oh, das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das Sorgen macht. Ja, nicht wahr? Ich meine, welche Mutter würde sich keine Sorgen machen, wenn die Tochter für einen Mann schwärmt, der mehr als doppelt so alt ist wie sie? Wir haben Herrn von Lahnstein auch mehrfach dazu aufgefordert, sich von Kim fernzuhalten. Ansgars Pfeilchen hat das eindrucksvoll bewiesen. Ja, meinem Mann sind die Nerven durchgegangen. Aber zu Recht. Ja, aber unsere heftige Reaktion war auch der Grund dafür, warum Kim abgehauen ist. Und Ansgar, was sagt der zu der ganzen Sache? Na, er behauptet, dass er nicht weiß, wo sie ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm trauen kann. Vielleicht ist er doch der Schlüssel. Wenn Kim in ihn verliebt ist, dann wird sie ihm doch am ehesten vertrauen. Ansgar, wir müssen mit Ihnen reden. Wenn es um diese Abstimmung heute Abend geht, ich bin völlig unschuldig. Nein, es geht um Kim Wolf. Moment mal, haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihre Tochter in Offenburg ist? Ja, das dachten wir auch. Wir haben jetzt erst erfahren, dass sie da nur einen Tag war. Schön. Warum erzählen Sie mir das? Weil Sie vielleicht helfen können, sie wiederzufinden. Warum in aller Welt sollte ich das tun? Ach Gott, Ansgar, das Mädchen ist in Sie verliebt. Wir wissen nicht mehr, wo wir sie noch suchen sollen. Sie meldet sich nicht, sie geht nicht ans Telefon. Sie wissen doch was. Tut mir leid, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie vertraut Ihnen. Verdammt, Sie müssen helfen. Ich muss gar nichts. Aber schön.
Wenn Sie sprechen, können Sie ja sagen, dass ich die Assistentenstelle noch für Sie frei halte, allerdings nicht mehr lange. Ja, Oliver, es freut mich, dass du einen guten Flug hattest. Ich möchte dich noch einmal bitten. Erzähl nichts von dieser seltsamen Begegnung, die du hier hattest, ja? Ich hab's dir doch versprochen, jetzt mach dir keine Sorgen. Hast du Charlie gesehen? Noch nicht. Die waren den ganzen Tag nicht hier. Grüße bitte von mir, ja? Und denk bitte noch einmal dran, ich habe eine Abmachung mit dir, ja? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Aber vor mir musst du sowieso keine Geheimnisse haben. Geheimnisse? Was denn für Geheimnisse? Jetzt tu doch nicht so. Ricardo hat's mir erzählt und der weiß es von Timo. Worum geht es hier eigentlich? Da ist doch überhaupt nichts dabei. Ich meine, du bist ein Mann im besten Alter, Papa. Julia, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, das würde Timo jetzt wahrscheinlich auch sagen. Ehrlich, Warum lädst du sie nicht einfach mal ein? Vielleicht morgen Abend zum Essen. Wen soll ich einladen? Deine Urlaubsbekanntschaft. Diese Frau Schwarz. Wo ist sie nur? Nichts. Wir haben alle ihre Freundinnen noch mal durchtelefoniert. Es hat keine von ihnen schon seit einer Weile was von Kim gehört. Ich fürchte, wir können heute nichts mehr tun. Ich gehe jetzt nach Hause. Kommst du mit? Tschüss, Papa. Tschüss. Grüß Hagen von mir. Tschüss, Süße. Sie hat ihre Jacke hier vergessen. Was ist, wenn sie friert? Was ist mit Rebecca? Was sagt sie? Ich habe nochmal mit Ansgar von Lahnstein gesprochen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er mehr weiß, als er zugibt. That would show you, that would make you hurt like me, all the same. I don't want much. Kim, es ist mir ganz egal, was vorgefallen ist oder auch wo du bist. Ich will einfach nur wissen, ob es dir gut geht. Wir haben dich lieb. Genug für heute. Du hast ihre Mailbox längst gesprengt. Komm, wir ruhen uns aus. Muss dringend ein bisschen schlafen. Oh, are we ashes and wine? Kim, Ansgar hier. Hör zu, wir machen uns alle ziemliche Sorgen um dich. Vielleicht melde dich doch einfach mal bei mir oder auch bei deinen Eltern. Ich wollte einfach nur wissen, ob es dir gut geht. Okay? Shut it out. I've got no claim on you now. Du hast sie enttäuscht. Das war nicht meine Absicht. Warum bist du ihr dann in den Rücken gefallen? Tanjas Dorfing-Kampagne ist doch einfach nur geschmacklos. Du weißt, dass dich das Arnos Freundschaft kosten wird? Es geht um die Firma, Elisabeth. Das muss ich dir doch nicht erklären. Ja,
Firma, über die Familie, das hatten wir alles schon, Ludwig. Wir brauchen den Erfolg von Linie Clarisse. Und zwar wir alle. Du hättest deine Tochter unterstützen müssen. Sie hat keine Entwürfe kopiert. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian mich belügt. Du bist noch wach? Ich habe auf dich gewartet. Und? Hat dich dein schlechtes Gewissen geplagt? Musstest du Rebecca derart vorführen? Sie wollte sich mit mir anlegen. Ich hoffe trotzdem, dass wir dieses Spielchen jetzt lassen können. Wenn ich mir sicher bin, dass ich dir vertrauen kann. Du weißt doch jetzt, dass ich zu dir stehe. Also, was gibt's denn so Dringendes? Clarisse, du bist fort von hier, so schnell wie möglich. Ach, du weißt, dass ich das nicht kann. Ich muss Julia treffen. Das geht nicht mehr. Ausgeschlossen. Du hast es mir versprochen. Ja, und du hast es verbockt. Hat es nichts Besseres zu tun, als Timo Geld für seine Flugschule anzubieten? Und deshalb soll ich jetzt die Insel verlassen? Nein. Julia hat uns eingeladen. Heute. Sie hält dich für Veronika Schwarz. Mein Urlaubsflirt. Ja, großartig. Die Chance sollten wir nutzen. Ach ja. Damit Julia sofort klar ist, wie lange ich schon von deiner Wiederauferstehung weiß, auf keinen Fall. Dann gehe ich eben selbst zu ihr. Clarissa, hör mir bitte zu. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Du sagst das immer. Gib es doch auf. Lass Julia in Ruhe. Verschwinde von hier. Geh zurück in dein Leben. So, jetzt nochmal. Wieso willst du nicht mehr fliegen? Das sind ja ganz neue Töne. Naja, es gibt auch andere Berufe, die Spaß machen. Ja, du wolltest schon immer Pilot werden, weil dich der Thrill anmacht und die Kohle stimmt. 2 gute Gründe für einen Job, geht mir übrigens genauso. Aber es gibt auch andere Berufe, wo man das selber haben kann. Vielleicht ein bisschen mehr Kohle. Ja, also wenn ich umschulen soll, dann sagst du mir sofort Bescheid. Ja? Jetzt bin ich gespannt. Tut mir leid, Papa, aber das ist eher was für jüngere Semester. Callboy. Wie bitte? Naja, den reichen Ladies die Koffer hinterher tragen, ihnen den einen oder anderen Gefallen tun, dazu eine fürstliche Bezahlung. Ich meine, was will man mehr? Sehr witzig. Was rede ich überhaupt mit euch? Stimmt, du. Du solltest mit Frau Schwarz reden. Ich bin ja noch minderjährig und da habe ich ihr vorgeschlagen, dass du mit ihr mein Gehalt aushandelst. Schönen Tag noch. Petze. Schläft Arno eigentlich noch? Eleganter Themenwechsel. Angeblich ist er spazieren, aber ich glaube, er trifft sich schon wieder mit Frau Schwarz. Ja, aber deinen Sohn nennst du Casanova. Weißt du was? Ich suche jetzt in deiner Patientenkartei nach ihrer Adresse und dann gehe ich zu ihr. Ach, weil sich nicht nur dein Vater, sondern auch dein Sohn mit dir eingelassen hat. Morgen. Na, wen wollen wir denn heute ärgern? Gute Frage. Aber denkt euch mal was Neues aus. Lieb schon den Klavierorchester. Wie läuft's denn eigentlich so mit deinem Musical, das du dank meiner Stimme finanzieren kannst? Besser als mit deiner Firma. Wenigstens muss ich keine Kampagne aus dem Boden stampfen, die das Privatleben fremder Leute in die Öffentlichkeit zerrt. Das macht ja auch schon dein Star für dich, ne? Eindrucksvolle Bilder. Ich bin gespannt, was Hagen dazu sagt. Becky, was machst du denn heute Mittag? Ach, ich guck mal in die Zeitschrift und suche mir ein paar schöne Entwürfe von einer bekannten Designerin heraus, die ich dann als meine ausgeben kann. Wollen wir nicht zusammen lunchen? Weil du meine Stimme im Gremium für irgendein Projekt brauchst. Du lernst schnell, meine Kleine. Nein, weil ich gern mit dir zusammen bin. Wir sind ja schließlich eine Familie. Ach, sind wir das? Becky. Nein, nichts mehr mit Becky. Becky hat nämlich keine Lust mehr auf diese ganze Heuchelei von Familie und Vertrauen. Lass uns mal in Ruhe reden. Nichts mehr zu reden, ich hab die Schnauze sowas von voll.
Ihr könnt euch dieses Gremium und alles sonst wohin schieben. Rebecca? Von mir aus prügelt euch um meine Stimme. Ich bin raus. An dem Tag, als Frau Schwarz bei dir in Behandlung war, war Anno noch gar nicht auf Mallorca. Du hast vollkommen recht. Ist ja merkwürdig. Was wollte die dann vor unserer Finca? Frau Wolf? Entschuldigung. Frau Wolf, die Post. Natürlich. Moment, wenn Sie gerade vielleicht einen Moment Zeit haben, ich würde Ihnen gerne was sagen. Es geht um Kim. Sie war noch mal bei mir direkt, nachdem er sich mit Ihnen gestritten hatte. Bei Ihnen. Wieso? Sie wollte mich mit durchbrennen. Ich habe das natürlich abgelehnt, aber vielleicht ein wenig zu schroff. Jedenfalls habe ich seitdem nichts mehr von ihr gehört. Also jedenfalls, wenn sie auf jemanden sauer ist, dann sicherlich auch auf mich. Ich wollte nur, dass Sie das wissen. Haben Sie versucht, sie anzurufen? Mailbox. Tut mir leid. Ist nett, dass Sie ehrlich zu mir sind. Die Polizei. Viktoria Wolf? Was ist denn los? Familie kann etwas sehr Schönes sein, wenn man sich liebt und sich aufgehoben fühlt. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie lange ich auf diesen Augenblick gewartet habe? Das ist mir völlig gleichgültig. Ein Treffen mit Julia wird es nicht geben. Finde dich damit ab. Manchmal ist die Familie auch nicht mehr als eine Erinnerung, nach der man sich zurücksehnt. Was hast du vor? Ich lasse mich nicht aufhalten. Das machst du nicht. Clarissa! Und wenn es ganz hart kommt, dann wird die Familie zum absoluten Albtraum, den man eigentlich schon längst verdrängt hatte.